Anfang August erhielt ich im Rahmen einer Meditation die Botschaft aus der geistigen Welt: Stirb und werde. Nach einem anfänglichen Schock habe ich mich näher damit befasst und es enthält jede Menge Wahrheit für uns alle in dieser Zeit des Wandels. Wenn dich das neugierig macht, dann bleib jetzt dran. Durch meine jahrelange Meditationspraxis, seit über 8 Jahren meditiere ich täglich, bin ich mehr oder weniger permanent online. Meine Hauptkanäle sind dabei Hellfühlen, Hellhören und auch Hellwissen. Das heißt, die Botschaften aus der geistigen Welt kommen über mein Gefühl zu mir, über Worte, die mich direkt erreichen, aber auch durch regelrechte Downloads, die schlagartig in Form von Hellwissen bei mir da sind. Dennoch war ich bei dieser Botschaft Stirb und werde anfangs ziemlich geschockt. Ich dachte, um Gottes Willen, was bedeutet das denn jetzt? Bitteschön. Und da ich auch seit über 20 Jahren mir immer mal wieder Tarotkarten lege, bin ich natürlich gleich an meinen Schrank gegangen und habe das Rider-Waite-Tarot gewählt, auch wenn ich mittlerweile weitere Kartendecks habe. Aber die sind mir dadurch, dass ich damit begonnen habe, am vertrautesten. Ich wollte eine einzige Karte haben, die erklärt, was es mit diesem Stirb und werde auf sich hat. Gefallen sind aber nicht eine Karte, sondern gleich zwei. Und die erste Karte, so sieht man es, war der Tod. Und die zweite Karte direkt danach, die Welt. Wer sich ein bisschen mit den Tarotkarten auskennt, ansonsten gibt es genügend Beschreibungen dazu, was es mit diesen Karten auf sich hat, weiß, dass der Tod zwar im ersten Moment vielleicht gewisse Ängste hervorruft, wenn man aber tiefer in die Sache hineingeht, weiß, dass es darum geht, Dinge loszulassen. Einfach um die Hände frei zu bekommen für das Neue. Und dieses Neue und das Ankommen beim nächsten, Zwischenplateau, würde ich mal sagen, hat sich sehr gut gezeigt in dieser Karte die Welt. Denn die Welt zeigt, dass ich am richtigen Ort, an der richtigen Stelle bin, egal um welchen Lebensbereich es sich handelt, ob es um Job geht, ob es um Beziehungen geht, ob es um meine Finanzsituation geht, was auch immer. In weiteren Gesprächen mit der geistigen Welt wurde immer wieder das wiederholt und betont, was mir schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, immer wieder gesagt wird. In diesem Stirb- und Werde-Prozess sind wir alle, die wir jetzt inkarniert sind, einfach mittendrin. Nur geht jeder auf seine Weise und in seinem Tempo diesen Weg. Dem entziehen können wir uns während unserer Inkarnation nicht. Nach dem Motto, mitgefangen, mitgehangen, denn wir sind unmittelbar ja verbunden mit Gaia, mit Mutter Erde, wo wir nun einmal verankert sind. Was bedeutet das konkret? Mir wurde gesagt, dass es jeder sich relativ leicht machen kann, indem er seinem Herzen folgt, seiner Freude folgt. Ich nenne diese Instanz, die in jedem von uns ist, seit vielen Jahren schon innerer Coach. In meinem Büchlein von 2012 habe ich ihn Inko getauft. Unser Herz ist verbunden mit allem, was ist.
Darüber erhalten wir die Botschaften. Jeder von uns ist damit ausgestattet mit dieser Fähigkeit. Die Frage ist nur, sind wir bereit, in unser Inneres, in unser Herz zu gehen und die Botschaften, die wir dort erhalten, in Resonanz mit der geistigen Welt, in Resonanz mit den Botschaften aus den tiefsten Tiefen der Erde, auch zu empfangen? Oder lassen wir uns von dem Außen, von dem Lärm im Außen davon abbringen, abhalten? Im Grunde geht es darum, unser wahres Selbst zum Vorschein zu bringen und auch zu leben. In früheren Videos habe ich das ganz oft verglichen mit dem Bild der Salzkristalllampe, in der Mitte die Glühlampe als unser wahres Selbst, unsere Seele und außen herum unsere ganzen Glaubensmuster und, die wir uns so zugelegt haben, unsere Rollen, die wir im Leben spielen, die teilweise sehr starke Verdickungen haben, durch die das Licht gar nicht leuchten kann, unser Panzer sozusagen. Und an den Stellen, wo der Salzkristall sehr dick ist das der Schuh, der drückt. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel, um das mit dem wahren Selbst zu verdeutlichen. Stell dir vor, du bist Landwirt aus Leidenschaft. Du beackerst deine Bodenfläche, du gibst ganz viel Liebe und Mühe hinein in das Züchten von Obst, Gemüse, Blumen, whatever. Und dann vermarktest du es auf regionalen Märkten und freust dich unheimlich über den Zuspruch, den du erhältst von deinen Kunden. Derjenige, der so ist, dieser Landwirt, der lebt seine Bestimmung, der lebt sein wahres Selbst. Und jetzt stell dir vor, den Supermarktverkäufer in der Obst- und Gemüseabteilung. Da gibt es auch zwei verschiedene, die es mit Leidenschaft und Begeisterung machen. Aber es gibt auch den, der da einfach nur mit lauter Negativgedanken in seinem Hirn nur hin und her schiebt die Ware und im Geiste aber schon beim Feierabend ist oder beim Wochenende, wo er seiner wahren Leidenschaft frönen kann. Und da ist er vielleicht der Drummer in einer Amateurmusikband und erfreut ein kleines Publikum. Ja, meine Güte, was würde denn da die Herzkraft, die Freude sagen? Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber man muss ja sein Geld verdienen, bla 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 bla. Verstehe ich alles. Dennoch gibt es Wege, um sein wahres Selbst besser zu leben und damit dem großen Ganzen zu dienen. Und genau darum geht's. Abschließend noch zwei Hinweise zu dem, was auf deinem Weg des Stirb und Werde passieren kann. Diese Energien, die uns im Moment aus dem Außen, von der Sonne, aus dem Universum oder auch aus der Erde selbst erreichen, machen etwas mit uns. Die einen nennen es Aufstiegssymptome, die anderen sagen sich, okay, das gehört zu meinem Prozess dazu. Wenn ich durchgerüttelt werde, macht das was. Nicht nur mit meinem Kopf da oben, sondern auch mit meinem Körper, denn der muss ja mit. Was Aufstiegssymptome angeht, da ist das Netz voll davon, das erlebt jeder anders. Was jedoch passieren kann, wenn du dich von Dingen löst, dann kann es sein, dass in deinem Kopf Unsicherheiten, Verwirrtheit, Leere sich ausbreitet, wenn du das, was ich als Karte die Welt zu Beginn zeigte, sich noch nicht offenbart hat, also in diesem Zwischenstadium. Da kann es sein, dass du dich völlig verunsichert fühlst und das Gefühl hast, du weißt gar nicht mehr so genau, wer du bist. Keine Angst. Es klärt sich. Sukzessive. Bleibe im Vertrauen. Und eine wirklich gute Idee ist es,
zu meditieren und Zugang zu deinem Inneren, zu deinem Herzen zu finden. Wie Meditieren geht, verlinke ich neben ein paar anderen hilfreichen Videos am Ende dieses Videos. Also, bleib mutig, bleib vertrauensvoll. Das ist die Botschaft zum Schluss. Angst machen gilt nicht. Ich hoffe, diese Inspirationen nützen dir was. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sag ich Tschüss.